Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Meal Prep Video. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht mit sogenannten Freezer Meals. Da habe ich das Ganze mal getestet. Ich verlinke euch das Video hier oben und es geht weiter. Erstens wolltet ihr unbedingt noch ein weiteres Video zu diesem Thema sehen. Heißt Essen vorkochen und einfrieren, sodass man es sich dann, wenn man es braucht, einfach nur noch auftauen muss und man eine frische, fertig zubereitete Mahlzeit ohne großen Aufwand zu Hause hat. Und zweitens ist es bei uns bald soweit. Wir bekommen ein zweites Baby. Und für das Wochenbett, dachte ich, ist das einfach eine super Möglichkeit, das Essen schon mal vorzukochen und einzufrieren. So haben wir dann nämlich so ein paar Tage, ja, müssen wir uns da keine Gedanken drum machen, haben für so ein paar Tage einfach vorgesorgt. Dabei nehme ich euch mit. Ich habe mir wieder so ein paar Gerichte rausgesucht, die ich gerne vorbereiten möchte. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so leicht, da Sachen herauszusuchen, die halt zum Einfrieren geeignet sind, die ja so ein bisschen abwechslungsreich sind. Es ist halt sehr suppig, eintöpfig und auflaufig. Aber das sind halt nun mal die Gerichte, die sich am allerbesten einfrieren lassen. Außerdem, da das Ganze ja bei mir jetzt in diesem Fall fürs Wochenbett ist, habe ich auch darauf geachtet, welche Art von Gerichten ich koche. Das heißt, ich habe versucht ich habe auch so ein paar Gerichte gefunden mit Linsen und so weiter. Und das sind halt auch so, Sachen, auf die ich dann versucht habe zu verzichten. Auch Kohl als reine Vorsichtsmaßnahme dann wegen des Stillens. Ich zeige euch heute wieder, wie ich vorgehe. Vom Ablauf her wird es sehr ähnlich sein wie beim letzten Video. Heißt, ich werde erst einmal wieder alles vorschneiden, sodass ich dann einfach nur noch in die ganzen Töpfe das Gemüse reinschmeißen muss. Heißt, ich werde auch wieder alles gleichzeitig kochen, denn so ist es einfach am zeitsparendsten. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefällt, und schreibt mir in die Kommentare, was so eure Erfahrungen mit dem Thema Freezer Meals sind, ob ihr das Ganze ausprobiert habt nach meinem letzten Video oder ob es für euch interessant ist und ihr das Ganze einfach mal testen möchtet. Ich habe mir fast alles, was ich an Zutaten brauche, schon rausgesucht und ich möchte heute Folgendes kochen. Erstens eine Gemüselasagne, dann eine Gemüsesuppe, eine italienische Gemüsesuppe, in Anführungszeichen, ist so ein Gericht aus meiner Kindheit, eine meiner absoluten Lieblingssuppen und die möchte ich unbedingt vorbereiten. Dann eine Quiche, ein Chili sin Carne und Ratatouille. Und wie gesagt, erstmal geht es ans Vorbereiten, alles an Gemüse klein schneiden und dann werde ich mir das wieder so hinstellen und portionieren, wie ich es brauche. Eine Sache habe ich gekauft, das wollte ich euch zeigen. Das ist nämlich für die Lasagne. Ich habe jetzt nämlich, das habe ich gerade eben noch bei Kodi bekommen, Zwiebelschale drauf, eine Auflaufform mit Deckel und das Ganze kann dann nämlich so mit Deckel eingefroren werden. Im letzten Video hatte ich ja unsere Auflaufform genommen und bei dem Auflauf, da habe ich Nudelauflauf gemacht und habe das einfach mit mehreren Schichten Frischhaltefolie abgedeckt. So ist es aber natürlich viel besser und hält auch wirklich dicht. Das ist luftdicht verschlossen hier und die Schale an sich kann dann nämlich auch in den Ofen, die ist aus Glas. Die gröbste Arbeit eigentlich ist getan. Es ist alles an Gemüse geschnitten. Ich habe hier einmal 4 Zwiebeln, so ein bisschen Knoblauch, weil zum stillen Knoblauch ist ja auch so ein bisschen kritisch, aber beim letzten Mal ging Knoblauch zumindest, deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen gemacht. Hier ist alles an Gemüse für die Gemüselasagne. Da ist drin Paprika, Zucchini und Möhre, wenn ich mich nicht täusche. Hier ist alles für die Gemüsesuppe. Da ist halt eine Packung Suppengrün, so heißt es genau, und noch ein bisschen Sellerie drin, also Stangensellerie auch noch. Staudensellerie ist da ja auch drin, den wir noch hatten. Hier ist Zucchini für die Quiche, da kommt auch sonst noch Thunfisch rein. Das ist Paprika für das Chili sin Carne und hier ist alles für das Ratatouille. Ein bisschen gelbe Paprika, rote Paprika, Zucchini und eine halbe Aubergine, die wir noch hatten. Und ich habe hier auch noch 3 Tomaten geschnibbelt. Ich mache als erstes die Soße für die Lasagne, die Suppe und das Chili.
Und wenn das dann nämlich alles vor sich hin köchelt, kümmere ich mich um die Quiche. Dann muss ich den Teig noch für vorbereiten in der Küchenmaschine und halt die Füllung natürlich. Und dann kommt das ja einfach in den Ofen. Das ist so mit, ja, da hat man dann gar nichts mehr mit am Hut. Die friere ich nämlich gebacken ein. Die Lasagne hingegen, die werde ich nicht backen und einfrieren, sondern werde das wie beim Nudelauflauf in meinem letzten Video auch ungekocht machen. Also einfach nur die Lasagne schichten, Käse drauf und dann kommt das abgekühlt direkt in die Tiefkühle. Für die Suppe braucht man eine Dose geschälte Tomaten, ganz wichtig, nichts anderes. Für alle anderen Sachen, hier ist es laut, ne? Für alle anderen Sachen habe ich jeweils eine Packung passierte Tomaten gekauft. Chiliflocken. Es herrscht Chaos in der Küche, aber soweit die 3 Töpfe auf dem Herd sind jetzt erstmal in Ordnung. Das können jetzt erstmal in Ruhe gelassen werden. Das wird die Lasagnesoße. Ich arbeite immer mit Timern. Auf unserem Herd kann man das ganz gut pro Herdplatte einen Timer stellen. Den habe ich auf 20 Minuten jetzt erstmal eingestellt. Das erstmal 20 Minuten köcheln lassen und dann mal gucken, wie viel Flüssigkeit da ist, ob noch was zugegeben werden muss. Oh ja, das kann ein bisschen runter. Das Chili köchelt vor sich hin. Da kommt gleich noch Mais und Kidneybohnen rein. Das einzige Gericht, wo ich jetzt die Bohnen riskiere sozusagen. Und hier oben die Gemüsesuppe. Da mache ich das immer folgendermaßen, dass ich halt Zwiebeln und das Gemüse, beziehungsweise erstmal Zwiebeln und dann Hackfleisch anbrate und dann kommt das Gemüse dazu und dann die Dose Tomaten und dann fülle ich das mit Brühe auf, soweit bis das Gemüse halt bedeckt ist und dann köchelt das erstmal eine Weile vor sich hin. Ich habe noch ein paar Lorbeerblätter mit reingegeben, bisschen getrocknetes Basilikum und das bleibt jetzt erstmal so, das köchelt jetzt erstmal eine Weile vor sich hin, bis das Gemüse dann gar ist und dann ist die eigentlich nämlich auch schon fertig. Da kommen normalerweise, wenn ich die mache, immer noch Nudeln rein. Also ich schmeiße meistens einfach so eine Handvoll Penne mit da rein als ja, Nudelsuppen im Prinzip. Das mache ich diesmal aber nicht. Das werde ich machen, wenn ich die dann auftaue. Dann kommen da ein paar Nudeln rein als Einlage noch. Da weiß ich halt nicht, wie sich das dann einfach nur wegen dem Einfrieren. Das heißt, da ist ein Timer gestellt, da muss ich eigentlich fast gar nichts mehr machen. Heißt, ich kann mich jetzt um den Teig für die Quiche kümmern. Der muss dann noch mal kurz 30 Minuten kühl stehen. Hätte ich eigentlich auch als allererstes machen können. Aber ja, mal gucken, wie ernst ich diese 30 Minuten nehme. So, ich mache erstmal den Teig. Ich brauche Mehl, Butter, ein Ei. In die Quiche mache ich Eier, Creme fraiche, Reibekäse, Zucchini und Thunfisch. Und vielleicht ein bisschen Zwiebel. Mal gucken. Und dann mal schauen, ob noch ein Schluck Milch rein muss oder so. Mal gucken, wie flüssig das Ganze dann ist. Das sehen wir gleich. Das erste Gericht ist tatsächlich schon fertig, nämlich das Chili. Das habe ich jetzt einmal kurz vom Herd genommen, dass das abkühlt. Und die Lasagnesoße, die ist auch gleich soweit. Die lasse ich jetzt noch 2 Minuten köcheln und dann schmecke ich einmal ab. Beim Chili habe ich noch ordentlich Kreuzkümmel und Paprikapulver hinterher geballert, damit das richtig schön nach Chili schmeckt. Und sonst köchelt gerade einfach nur noch die Suppe vor sich hin. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch braucht. Ich glaube, die sollte noch so 15 Minuten ungefähr kochen. Und jetzt mache ich eben ganz schnell die Quiche fertig und dann kommt als allerletztes noch das Ratatouille auf den Herd. Und ich fange dann nämlich schon mal an, die Lasagne danach zu schichten. Ich brauche erstmal ein Behältnis, eine Schüssel. Ich mache jetzt hier gerade so ein bisschen frei Schnauze, muss ich gestehen, was die Füllung von der Quiche angeht. So, Kräuter und Gewürze, ganz wichtig.
Pfeffer, Muskatnuss und was können wir noch? Ein bisschen Petersilie. Ein bisschen Majoran mache ich auch noch dran. Die Zucchini. Ups. Zwiebeln können wir noch machen. Ein bisschen. Hier ist das Chili. Das spritzt. Jo, okay, das muss jetzt halt gerade mal spritzen. So, das kommt in die Dose. Das ist ready. Genauso wie die Lasagne, die schon geschichtet ist, außer dem Käse. Den mache ich erst da drauf, wenn die wirklich abgekühlt ist, weil sonst würde der mir ja jetzt schon schmelzen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal zum Abkühlen hier stehen, das beide. Die Suppe ist auch fertig, die fülle ich jetzt auch noch um. Und die Quiche ist im Ofen. Und dann fehlt nur noch das Ratatouille und dann ist wirklich Ende Gelände für heute. Mal gucken, ob es passt. Ich hoffe, die Dose ist groß genug. Es passt sogar perfekt, würde ich mal behaupten. Lecker. Die riecht so gut. Ich liebe diese Suppe. Fertig. Ein bisschen später und sowohl die Quiche als auch das Ratatouille sind fertig. Und ich bin auch ziemlich fertig mit den Nerven, obwohl ich sagen muss, dass es insgesamt gar nicht so lange gedauert hat. Ich habe um 12:30 mittags angefangen. Ja gut, es ist jetzt 20 vor 4. Die letzten, ja, wie lange hat das Ratatouille gekocht? So die letzte halbe Stunde war aber eigentlich nur, ja, warten, bis das Ganze dann fertig ist mit Kochen. Also da muss ich nicht mehr aktiv irgendwas machen. Es hat einfach auf dem Herd so vor sich hingeköchelt. Ja, sagen wir mal gute 2,5 Stunden, vielleicht so ein bisschen mehr. Und ich finde, dafür, dass ich da jetzt 5 Gerichte gekocht habe in dieser Zeit, ist das vollkommen in Ordnung. Hätte ich noch eine weitere große Herdplatte gehabt, wo ich einen großen Topf drauf hätte ja, platzieren können, hätte ich auch das Ratatouille noch gleichzeitig mit den anderen Sachen kochen können. Aber auch so, finde ich, war das jetzt wirklich kein großer Zeitaufwand. Es kühlt jetzt alles noch weiter ab, dann kommen die Deckel drauf und ganz wichtig, beschriften, nicht vergessen. Ich meine, Lasagne und Quiche werde ich erkennen in der Tiefkühltruhe, aber bei den anderen, da sehen die Sachen sich teilweise einfach sehr ähnlich, schmecken aber sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen auf gar keinen Fall da vergessen, eine Beschriftung drauf zu machen. Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen und per se sagt man, dass tiefgefrorene Gerichte sich bis zu 3 Monate halten. Das heißt, bis nach der Geburt ist das auf jeden Fall alles noch haltbar und immer mal wieder werde ich auch noch weitere Gerichte kochen oder wenn ich was vorbereite, was sich gut einfrieren lässt, werde ich da die doppelte Menge von kochen und auch das einfrieren, sodass wir dann einfach für die Zeit nach der Geburt, was das Kochen angeht, uns da keinen großen Stress machen müssen. Die genauen Rezepte, wie ich das alles gekocht habe, findet ihr in der Infobox, wie eigentlich bei jedem Rezeptvideo von mir. Und zum Thema Auftauen, die meisten Sachen hole ich am Vortag raus und lasse das sozusagen über Nacht und dann den Rest des Tages ja, halt im Kühlschrank auftauen. Und dann kommt das nochmal zum Warmmachen in den Topf bzw. bei der Quiche jetzt in den Ofen. Bei der Lasagne mache ich das so, dass die nicht aufgetaut wird, sondern tiefgefroren kommt die in den Ofen mit Alufolie drauf.
erstmal mit der Alufolie ja so 30 Minuten ungefähr und dann mache ich die Alufolie ab und lasse das Ganze dann nochmal ja sozusagen oben ohne im Ofen dann auch nochmal 20-25 Minuten. Also da muss man halt ungefähr eine Stunde für einplanen, bis sie dann aufgetaut ist. Aber das klappt auch wirklich ohne Probleme. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Und ich sage bis dann. Tschüss!